Ein sauberer Pool ist für mich das A und O im Sommer. Aber wer will schon die ganze Zeit mit Kescher und Bürste daran? Deshalb zeige ich euch heute den Beatbot Aquasense 2 Ultra. Einer der modernsten Poolroboter auf dem Markt. Und der kann so einiges mehr als nur den Boden sauber zu machen. Und was macht das Flaggschiff von Beatbot denn so besonders? 5 in 1 Reinigung, Leute. Und zwar, was für Reinigungen? Wir haben die Bodenreinigung, Wandreinigung, Wasserlinienreinigung und die Wasseroberflächenreinigung. Und jetzt was ganz Besonderes, wir haben sogar noch die Verbesserung der Wasserqualität durch ein Filtersystem, das verbaut ist im Roboter. So meine Lieben, aber jetzt erstmal herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und heute mal was ganz Ungewohntes, weil ich bin eigentlich kein Poolbesitzer. Aber das ist egal, ich habe mir jetzt mal schnell einen Pool ausgeliehen. Und warum teste ich jetzt einen Poolroboter? Ja, auch ganz einfach, weil ich ganz viele Mähroboter schon getestet habe und diese Mähroboter, die gefallen mir einfach von der Technologie her. Jetzt soll Beatbot auch so einen richtig coolen Poolreiniger haben, der genauso mit KI funktioniert und so weiter und so fort. Und das seht ihr heute in diesem Video. Und ich denke mal, seid einfach mal gespannt. Und jetzt gleich mal eine Frage an euch da draußen. Wer von euch hat denn einen Pool? Wer von euch hat schon Poolreiniger? Poolroboter? Was für Poolroboter habt ihr? Und so weiter und so fort. Und das könnt ihr ja unten gerne mal alles in die Kommentare reinballern. Jetzt schauen wir uns ganz schnell den Lieferumfang an, und zwar natürlich den Aquasense 2 Ultra. Wir haben eine kabellose Ladestation, einfach reinstecken, laden. Wir haben eine Bedienungsanleitung, wir haben noch ein Schnellstart-Guide mit dabei. Wir haben eine Teleskophaken, wir haben noch eine schöne Abdeckplane. Wenn ein Robby in der Ladestation steht, kann man noch schön abdecken. Und es kommt was ganz Besonderes. Wir haben auch noch das Clear Water System mit dabei. Das ist dieses blaue Kasten, den müssen wir noch hinten einsetzen. Das ist für die Reinigung, oder es ist also praktisch ein biologischer Klarspüler. Aber da komme ich nachher noch mal genauer zum Sprechen, was das ist. Und hier haben wir noch 2 Ersatzbürsten, das sind diese Seitenbürsten hier. Wusstet ihr, dass der Aquasense 2 Ultra mit mehreren Design Awards ausgezeichnet wurde? Und zwar darunter auch den IF Design Award, den Muse Design Award in Gold, Best of CES in Las Vegas und vor allem vom TÜV Rheinland für Cybersicherheit und Datenschutz. Hervorzuheben finde ich jetzt auch noch eine 3 Jahre Garantie inklusive Komplettaustausch im Schadensfall. Auch recht cool. Der Aquasense 2 Ultra ist nicht nur ein einfacher Poolroboter, er ist ein intelligentes Reinigungssystem. Und jetzt schauen wir uns mal die ganzen Ausstattungsmerkmale genauer an. Fangen wir oben bei der Folientastatur an. Und zwar haben wir hier einen Ein- und Ausschalter. Wir haben den Moduswahl Boden, Wand, Oberfläche. Und wir haben dann auch noch den benutzerdefinierten Modus. Und der ist dann über die App konfigurierbar. Die schauen wir uns natürlich nachher noch mal genauer an. Der Filterzugang ist bequem über diese Klappe zu erreichen. Wir brauchen die hier bloß öffnen und den Filter rausziehen. Es ist ein Doppelfiltersystem. Wir haben hier 2 Filterkörbe verbaut. Einmal einen mit 150 μ und einmal mit 250 μ Feinfilter. Das Filtervolumen liegt bei 4 Liter beim großen Korb und beim kleinen Korb 3,7 Liter. Neben der Filterklappe befindet sich auch die Klappe für unser Clear Water System. Das ist diese Kartusche, die man auch wieder ab und an dann austauschen muss. Und zwar kann man die dann hier einfach einklicken und die Einstellung kann man auch wirklich, wie oft man das Ganze benutzt, auch in der App einstellen. Das sehen wir uns aber nachher einfach nochmal an. Und zwar ist es das ganz Tolle, das ist ein biologischer Klarspüler, hergestellt aus recycelten Krabbenschalen, der das Wasser kristallklar macht. Also es ist wirklich ganz ohne Chemie und absolut umweltfreundlich. Wir haben hier eine mega Anzahl von Sensoren verbaut, 27 an der Zahl, Infrarotsensoren, Ultraschallsensoren, vorne, seitlich und nach unten gerichtet. Und hier seht ihr praktisch auch noch das Kameramodul KI-Kamera zur Schmutzerkennung und Poolkartierung. Diese Frontklappe hier oben für die Oberflächenreinigung öffnet sich dann praktisch automatisch, wenn er die Wasseroberfläche von Schmutz befreit. Hier oben seht ihr noch die doppelseitigen Bürstenlamellen. Diese sorgen dafür, dass wir eine gründliche Reinigung an Rändern und Ecken während der Oberflächenreinigung haben. Und zusätzlich nehmen sie einfach diesen Schmutz, weil wir haben ja hier diese Klappe, die dann sich öffnet. Zusätzlich schaufeln die praktisch noch diesen Dreck einfach nochmal in das Fach rein. Hier an der Seite seht ihr auch nochmal die Laufräder. Das sind 3 Stück auf jeder Seite. Hier eins und hier eins. Die schützen einfach nochmal das Becken. Da kann er auch schön am Beckenrand entlang fahren.
Auf der Unterseite seht ihr noch die geteilten Bürsten vorne und hinten. Das sind in der Anzahl 4 Stück. Die rotieren unterschiedlich schnell für bessere Reinigungsleistung und Wendigkeit. Die Breite dafür sind 305 mm Reinigungsbreite. Übrigens, der Aquasense 2 Ultra hat 11 verbaute Motoren, die ihn antreiben und bewegen. Eins muss ich, bevor wir mit der App loslegen, auch noch mal sagen zum Design und vor allem auch von der hochwertigen Verarbeitung. Man spürt es gleich auch beim Auspacken, hochwertig verarbeitet, denn Beatbot setzt nämlich auch auf ein Kalmdesign. Das ist bionisch inspiriert, hochwertige Materialien aus der Automobiltechnik und eine klare, funktionale Formsprache. Also ich finde den echt auch super toll designt. Leute, wir kommen jetzt aber einfach mal zum Praxistest oder beziehungsweise wollen wir jetzt einfach mal den Robby anschalten. Dazu drückt ihr einfach mal auf diese Taste und dann schaltet sich der Robby einfach dann an. Ihr seht es, aber er ist erst bereit, wenn er sich kalibriert hat. Kalibrieren muss er sich nach jedem Einschalten. Das dauert circa 5 bis 10 Sekunden und der Robby meldet es dann gleich. Sobald der Knopf nämlich dauerhaft leuchtet, ist die Kalibrierung abgeschlossen. Also wir brauchen jetzt noch ein paar Sekunden. So, und jetzt ist das praktisch Ganze kalibriert und jetzt können wir unsere Modi einstellen. Boden, Wand und Boden und alles komplett obenrum. Aber ich denke mal, wir werden das Ganze nämlich jetzt in der App anschauen. Aber apropos, habt ihr gerade gehört, der Extra, der redet auch noch mit euch. Der hat auch noch eine Sprachausgabe, damit ihr wisst, welcher Modus zum Beispiel aktiviert ist. Wenn ich jetzt umschalten würde, würde er mit dir reden. Standard Mode. Wir schauen uns jetzt einfach mal die App genauer an. Ihr verbindet den Robby einfach mit der App, mit dem Handy, Bluetooth einschalten, WLAN einschalten, verbindet ihn auf jeden Fall mit WLAN, damit könnt ihr nämlich auch noch ein Update fahren. Denn Updates sind dann schon verfügbar. So, wir gehen jetzt mal drin. Ihr seht jetzt gerade eine Bildschirmaufnahme oder was heißt einen Pool. Das wird sich nachher nämlich noch ändern. Sobald wir den Robby das erste Mal fahren lassen haben, wird die Kartierung aufgezeigt und ihr habt dann ein ganz anderes Bild. Aber schauen wir uns, bevor wir jetzt das erste Mal fahren lassen, schauen wir uns einfach mal diese App an. Hier haben wir diese Parkfunktion, dass wir an der Oberfläche einfach steuern können. Jetzt können wir in den Bereichsmodus einfach mal reingehen. Wir haben nur den Bodenmodus, wir haben nur den Standardmodus, wir haben den Pro-Modus, wo dann praktisch Boden, Wand, Wasserlinie und Oberfläche einmal gemacht wird. Und wir können auch noch in den benutzerdefinierten Modus reingehen. Da können wir alles benutzerdefiniert einstellen, zum Beispiel die Oberfläche 0-mal, 1-mal, 2-mal und so weiter, Boden, Wand, können wir öfters fahren lassen, wie wir das Ganze wollen. Multizonen auch, wenn wir jetzt zum Beispiel mehrere Multizonen hätten, zum Beispiel Stufenbereiche oder. Deshalb könnt ihr das da doch auch nochmal einstellen. Der Eco-Modus ist auch noch ganz interessant, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, dann können wir den Roboter im Wasser lassen und alle 2 Tage wird er dann einfach den Boden automatisch reinigen. Also ihr solltet vielleicht keine 6 Wochen dann weg sein, weil dann bis dahin ist die Batterie natürlich leer. So, das können wir alles in dieser App einstellen und ich würde jetzt mal sagen, wir stellen den Robby jetzt einfach mal rein. Der wird dann absinken. Das dauert immer ein paar Sekunden, bis der abgesunken ist. Und vergesst bitte nicht das Kalibrieren. Das heißt, ihr schaltet den Roboter an und der muss sich dann erstmal kalibrieren auf einer ebenen Fläche. Das ist erstmal ganz wichtig. Jetzt habe ich glatt noch was vergessen. Wir werden das Ganze im Pro-Modus machen. Wir werden Boden, Wand, Wasserlinie und Oberfläche einmal reinigen. Und da unten seht ihr nochmal Klärmittel dosieren. Da könnt ihr das Klärmittel einstellen. Ihr müsst es nicht immer drin anschalten, aber ihr könnt das Klärmittel einfach nochmal dosieren, damit er praktisch das Wasser auch noch reinigt. Ich zeige euch jetzt erstmal den Pool, wie dreckig das Ganze ist, dass wir eine Vorher-Nachher-Aufnahme haben, damit ihr einfach mal gesehen habt, wie dreckig dieser Pool jetzt wirklich ist. So, ich versuche das euch jetzt mal zu zeigen. Da unten ist wirklich Sand pur, es ist Dreck. Der Pool wurde dieses Jahr noch nicht gereinigt. Es ist wirklich Dreck auf der Oberfläche, lauter Blätter in der Mitte, lauter Blätter. Und ich werde zwar auch mal mit der GoPro noch mal unter Wasser einfach filmen, damit ihr seht, wie dreckig dieser Pool jetzt wirklich komplett ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das Ganze jetzt erkennen könnt, aber es ist wirklich Dreck pur. So Leute, es geht los. Es dauert jetzt eine Weile, bis der Roboter untergegangen ist. Ihr seht, er pumpt jetzt gerade das Wasser praktisch rein und damit erhöht er einfach sein Gewicht und damit geht er unter. Am Boden angekommen macht er eine 360-Grad-Drehung zum Pool-Scan. Die Sensoren, Ultraschallsensoren messen Entfernung, die Infrarotsensoren erkennen Hindernisse wie Wände und Leitern und der Drucksensor misst die Wassertiefe.
Er würde auch selbstständig Stufen bis 20 cm Höhe erkennen und diese auch reinigen, aber leider hat dieser Pool keine Stufen, also kann ich es euch leider nicht zeigen. Auf dem Boden und auf der Oberfläche fährt er dann praktisch S-Muster. Das seht ihr jetzt hier, also wirklich im System, und das erspart Energie und garantiert halt auch eine lückenlose Reinigung. Ihr seht, wie dreckig dieser Pool ist, deshalb habe ich mich jetzt nur für die Bodenreinigung entschieden, weil, ja, ganz ehrlich, der Korb wird nachher sowas von voll sein und der wird dann richtig verstopft sein, dieser Korb, und mit Sand voll sein. Und ihr müsst wissen, wenn der Korb zu voll ist und verstopft ist, dann wird er diese Wandreinigung nicht mehr, wegen der Ansaugleistung nicht mehr richtig packen. Und deshalb nur die Bodenreinigung. Nach der Reinigung taucht der Roboter automatisch auf, geht in die Parkposition, verbindet sich mit dem WLAN und erstellt eine 2D-Karte des Pools, also circa 2D-Karte. Und wichtig ist, ihr müsst wissen, dass er unter Wasser nicht steuerbar ist über die App oder über das WLAN, denn unter Wasser funktioniert natürlich kein WLAN. So, meine Lieben, wir haben das Ganze jetzt mal rausgeholt aus dem Pool. Wir sind jetzt fertig mit unserer Reinigung. Aber ich muss natürlich zugeben, der Pool war sowas von dermaßen verdreckt. Wir müssen noch eine zweite Runde fahren. Aber das machen wir das nächste Mal. Jetzt wollen wir mal erstmal schauen, was er in der ersten Runde alles rausbekommen hat. Und holen mal den Filter raus. Und das, wow! Filter basket not installed. Ihr hört es gerade auch, es meldet auch gleich in der App, dass der Filter entnommen worden ist. Und jetzt schaut mal, was da alles drin ist. Ist absolut Sand. Alles Mögliche ist da drin. Jetzt müssen wir mal den zweiten Filter rausholen. Und den kann man jetzt ganz einfach auswaschen. Aber schaut euch das mal an. Feinste Staubkörnchen, nicht Staubkörnchen, Sandkörnchen sind da drin. Seht ihr das? Das ist ja Wahnsinn. Also richtig krass, was da drin ist. Und jetzt wollen wir das, jetzt machen wir es einfach mal so. Wir kippen das jetzt einfach mal aus. Wow. Jetzt schaut mal, was der da für Sand rausgeholt hat. Absoluter Wahnsinn. Ich glaube mal, der Korb, der war jetzt bestimmt mal 2 Kilo schwer. Krass. Also, erster Reinigungsdurchgang hat echt super funktioniert. Und das Ganze, das waschen wir jetzt einfach mit dem Gartenschlauch. Können wir das Ganze jetzt einfach sauber auswaschen. Und dann können wir den nächsten Durchgang einfach mal machen und schauen nachher mal, wie sauber der Pool wirklich geworden ist. Ab ins Wasser und ran an die Wand und Wasserlinienreinigung. Dort fährt er auch ein spezielles Muster ab, wie ihr hier erkennen könnt. Das nennt sich N-Muster. Das ist ideal für senkrechte Flächen. Also das bedeutet, dass kein Bereich ausgelassen wird. Oben an der Wasserlinie reinigt er zweimal die Wasserlinie und taucht dann wieder komplett senkrecht auf dem Grund ab. Und danach fährt er wieder das gleiche Muster nochmal ab. Also ich muss dazu sagen, der krallt sich fest oder der klettert Wände, ich sage jetzt mal wie Spider-Man auf Koffein. Ihr habt jetzt gerade nochmal die Wasserlinienreinigung gesehen. Unebenheiten sind auch kein Problem in den Wänden. Durch seine enorme Saugkraft von 5500 Gallonen per Stunde oder über 20.800 Liter pro Stunde saugt er sich so richtig schön fest. Ihr seht jetzt gerade nochmal das N-Muster. Er fährt es erstmal an, stellt sich schräg, stellt sich wieder gerade und fährt dann schön nach oben, reinigt oben die Wasserlinie und taucht dann nochmal komplett schön gerade wieder nach unten und somit wird auch kein Bereich ausgelassen. Schauen wir uns noch mal die Oberflächenreinigung an. Ihr seht, die Klappe öffnet sich, die Lamellen oder die Drehräder, die fangen sich an zu drehen oben. Dadurch wird auch noch mal die Wasserlinie noch mal zusätzlich am Rand gereinigt und sie schaufelt natürlich auch mehr Dreck praktisch in die Klappe rein. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, das ist ja ein AI Cruise. Das heißt, die KI erkennt automatisch, wo viel Schmutz liegt, zum Beispiel Laub oder Sand oder so und fährt gezielt nochmals hin. Und die KI lernt auch ein bisschen mit, das heißt verschiedene Laubarten und verbessert praktisch die Erkennungsfähigkeit kontinuierlich. Mit dem ersten Reinigungsdurchgang sind wir fertig, ein zweiter wird definitiv noch folgen, aber ich werde den Roboter jetzt erstmal aufladen, zwischenladen. Und zwar natürlich erstmal die Filter reinigen und dann kommt er ab in die kabellose Ladestation. Akkulaufzeit habe ich noch nicht gesagt oder Batteriekapazität 13.400 mAh. Die Akkulaufzeit 10 Stunden Oberflächenreinigung, 5 Stunden Bodenreinigung, 5 Stunden Wand- und Wasserlinienreinigung. Ja, einen Fan haben wir auch schon gefunden, der den Ultra sehr schön brav bewacht.
So Leute, ich würde sagen, wir fahren die zweite Runde. Das heißt, ich würde es allen empfehlen, die wirklich so einen dreckigen Pool hatten wie der hier. Ich würde die ersten Runden immer separat fahren und nicht im Programm fahren. Denn es ist einfach so, dass der Poolroboter das Ganze nicht packt. Wenn er nämlich wenn er einen komplett vollen Filter hat, dann kommt er die Wände einfach nicht mehr hoch. Also nur zur Erinnerung, ihr könnt es später schon fahren, wenn der Pool dann schon relativ sauber ist. Aber bei so viel Kilo Sand, was da drin war, jetzt über den ganzen Winter, einfach nur zu empfehlen. So, er startet und lasst man einfach nochmal, ich sage jetzt mal, ein paar Runden fahren und dann sehen wir uns nachher nochmal. So, der Ultra fährt jetzt seine Runden hier unten. Ich habe euch noch was Cooles. Ich habe bei Beatbot noch einen Rabattcode raushandeln können. Den werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut da einfach mal drauf. Lohnt sich auf jeden Fall und es gilt auf den kompletten Shop von Beatbot. Also einfach mal unten Videobeschreibung reingucken, auf mehr klicken und dann findet ihr dort den Rabattcode. Und ich entspanne jetzt erstmal eine Runde und lass reinigen. Genau richtig. Trotzdem möchte ich euch noch mal zeigen, wie schön er an den Rändern entlang fährt. Wie er genau die Ecken noch mal oder die Rundungen da drin reinigt, das zeige ich euch auch noch gleich. Jetzt zeige ich euch mal schnell, wie die Hinderniserkennung funktioniert. Denn Brems und er erkennt doch glatt meine Kamera, hat abgebremst, Kamera ist wieder weg und er fährt dann gleich mal weiter. Faszinierend, wie auch die Hinderniserkennung unter Wasser funktioniert. Echt cool. Jetzt wollte ich euch noch mal das zeigen hier, wie er dann die Ecken noch mal reinigt oder praktisch diese Rundungen, die im Pool sind. Er fährt dann noch mal hin, reinigt diese Rundung und dreht dann noch mal um und fährt dann seine nächste Bahn. So, zweite Reinigung ist auch durch und da ist echt schon wieder einiges an Sand drin. Die Reste, die er noch mal rausbekommen hat. Auswaschen und dann kommen wir, denke ich mal, zum Fazit und schauen uns einfach mal den Pool noch mal genauer an. Boah Leute, schaut euch mal diesen riesen Haufen an, was der jetzt wirklich nach 2 Durchgängen rausgeholt hat. Ich weiß gar nicht, woher der ganze Sand über den Winter gekommen ist. Wahnsinn. Gut Leute, aber schaut's mal, wie sauber dieser Pool ist. Ist richtig schön klar. Alles ist sauber geworden. Der Sand ist weg, die Blätter sind weg da unten. Alles in Ordnung. Jetzt habe ich natürlich eins, was ich euch schon zeigen möchte, denn der ist ja KI gesteuert. Die KI-Steuerung kann man auch ausschalten. Jetzt seht ihr hier in der Mitte, könnt ihr das erkennen? Da ist ein Fleck und diesen Fleck wollte die KI die ganze Zeit reinigen. Das heißt, da ist da zigmal hingefahren und hat es erkannt als Fleck und wollte immer reinigen, vor, zurück. Also ihr seht, die KI funktioniert. Dieser Fleck muss natürlich per Hand dann noch entfernt werden. Also da kann jetzt der Roboter nichts dafür. Aber man hat gemerkt, die KI funktioniert und erkennt einfach Dreck auf dem Boden. Aber ihr seht selber, wie schön sauber, klar dieser Pool jetzt geworden ist. Jetzt habe ich noch was in der App entdeckt und zwar nach dem letzten Update. Ich würde euch immer empfehlen, Updates zu machen mit Roboter und auch natürlich mit der App. Dann kam was Neues dazu. Ihr seht es jetzt hier in der Modi-Auswahl. Kann ich jetzt hier den KI-Schnellmodus aktivieren. Dazu muss ich die visuelle KI-Erkennung natürlich aktivieren. Aktivieren wir mal. Und jetzt ist es so, bei diesem Modus werden Blätter und Samen, nennen die das, blitzschnell vom Beckenboden entfernt. Ich habe es euch ja erklärt, die KI erkennt und lernt auch mit und entfernt Schmutz unter Wasser einfach nochmal speziell. Leute, ich würde sagen, wir kommen einfach zum Fazit. Das kleine Kontra. Es ist nicht wirklich ein Kontra, es ist eher positiv, dieser Fleck unten im Pool. Da kann der Poolroboter nichts dafür, das sagt aber aus, dass die KI richtig gut arbeitet. Und sie wollte die ganze Zeit diesen, ich sage jetzt mal, der Roboter wollte die ganze Zeit diesen Fleck hier wegputzen. Die ganze Zeit vor, zurück, weitergefahren, wieder gekommen, erkannt und wieder geputzt. Eigentlich ganz lustig, aber der Fleck muss natürlich noch weg, muss man nochmal per Hand einfach ein bisschen schrubben und dann ist es gut. Aber die KI funktioniert echt top, aber ihr könntet, wenn ihr auch so einen Fleck da unten habt, könntet ihr theoretisch diese KI auch ausschalten. So, für mich ist der Beatbot Aquasense 2 Ultra nicht nur ein Gadget, sondern es ist ein echter Gamechanger. Was Beatbot hier auf die Beine gestellt hat, ist echt beeindruckend, muss ich schon sagen. 3 Modelle, Standard, Pro, Ultra und die technisch auch noch komplett und funktional wirklich komplett unterschiedlich sind. Schaut sie euch einfach mal genau an. Ich meine, der Pool ist wirklich sauber geworden. Respekt, muss ich sagen, obwohl er so dreckig war. Man spart sich verdammt viel Zeit und Nerven. Wenn ihr euren Pool da draußen so stressfrei sauber halten wollt, wie ich diesen Leihpool hier, dann schaut euch den Aquasense 2 Ultra einfach mal unbedingt an. Wenn ihr Fragen habt oder auch Meinung teilen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare.
Ich muss mir jetzt, glaube ich, ein bisschen beeilen. Hier zieht gerade starker Wind auf. Vielleicht hört ihr das Ganze auch. Ich glaube, da kommt gleich ein Wetter. Wenn du jetzt aber neugierig geworden bist, dann check den Link unten in der Videobeschreibung und vergesst auf keinen Fall diesen Rabattcode. Auf der Seite findest du alles auch zum Beatbot Aquasense 2 Ultra und natürlich zu den anderen Modellen. Lass dem Video doch bitte einen Like da, wenn du dieses Video feierst, und abonniere, wenn du wissen willst, ob er auch Bier bringen kann. Kleiner Spoiler am Rande, nein, kann er nicht. Noch nicht. So Leute, wir sind jetzt wirklich am Ende des Videos. Ich wünsche euch schöne Pool-Roboter-Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.